Nun sitzt du da, möchtest Keramik herstellen und plötzlich gibt es unzählige verschiedene Tonsorten. Welcher ist der richtige für dich? Ich werde versuchen, dir zu helfen. Natürlich hast du wahrscheinlich schon eine Vorstellung davon, was du später einmal herstellen möchtest. Vielleicht Tassen oder Schüsseln, Gartenkeramik, Skulpturen, Blumen oder sogar Schmuck. Und genau deshalb gibt es jetzt nicht den einen richtigen Ton. Es gibt nur Ton, der zu deinem Ziel passt. Bevor wir also überhaupt über einzelne Tonsorten sprechen, solltest du möglichst früh einen zuverlässigen Händler finden. Denn wenn dir der Ton später wirklich gefällt, dann möchtest du ihn ja auch in einigen Jahren noch in gleichbleibender Qualität kaufen können. Und jetzt kommen wir zu einem ersten, wirklich entscheidenden Punkt. Was möchtest du herstellen? Wenn du zunächst einfach nur ausprobieren möchtest, dann spielt es keine Rolle und du hast völlig freie Auswahl. Aber geht es erstmal darum, den Werkstoff kennenzulernen, kannst du quasi jeden Ton nehmen. Möchtest du aber Keramik herstellen, die auch nach vielen Jahren noch ihren Zweck erfüllt und Freude bereitet, kommen wir an einigen Eigenschaften nicht vorbei. Und dabei meine ich noch nicht mal die Farbe. Der entscheidende Punkt nämlich ist die Brenntemperatur. Der Ton muss zu deinem Ofen passen. Oder genauer gesagt, dein Ofen setzt eine erste Grenze. Kleine Öfen erreichen vielleicht manchmal nur 1200 Grad, manche auch ein bisschen mehr und andere sind da halt an ihrer Belastungsgrenze. Damit bestimmt die maximal erreichbare Brenntemperatur oft schon, welche Tone überhaupt noch sinnvoll in Frage kommen. In den Katalogen der Hersteller findest du deshalb meist die Angaben darüber, bei welchen Temperaturen ein Ton nicht brennt. Und genau das ist entscheidend. Denn ein weit verbreiteter Irrtum lautet, die Glasur macht die Keramik schon wasserdicht. Das stimmt so nicht. Die Glasur hilft dabei, aber eigentlich muss der Tonkörper selber dicht gebrannt werden. Nur dann entstehen frostfeste Gefäße oder Geschirr, das viele Jahre problemlos im Geschirrspüler benutzt werden kann. Manche Tone erreichen das bereits bei 1080 Grad, andere erst bei 1260 oder 1280 Grad. Ganz grob kann man sagen, je heller ein Ton später brennt, desto höhere Temperaturen verträgt er häufig. Aber eben nur häufig, nicht immer. Es gibt wunderbare rote Tone, aus denen sich bereits bei etwa 1140 Grad dichtes Geschirr herstellen lässt. Und es gibt helles Steinzeug, das deutlich höhere Temperaturen benötigt. Wenn dieser Punkt geklärt ist, kannst du dich eigentlich erst mit der Farbe beschäftigen. Denn jetzt ist die Auswahl wohl schon deutlich kleiner. Zum Schluss bleibt dann noch eine Eigenschaft, die viele Anfänger zunächst verwirrt: die Schamotte. Schamotte ist ein bereits gebrannter und anschließend wieder gemahlener Ton. Diese kleinen, harten Körner verändern die Eigenschaften des Tons deutlich. Je mehr Schamotte ein Ton enthält, desto formstabiler wird er. Beim Trocknen und Brennen entsteht meist geringe Spannung und durch Schamotte lassen sich größere Stücke oft sicherer herstellen. Der Nachteil von Schamotte: beim Drehen fühlt sich das wesentlich rauer an. Viele reine Drehmassen haben deshalb überhaupt keine oder nur wenig Schamotte. Wenn du das Drehen also erst lernen möchtest, würde ich deshalb einen weichen, schamottefreien Ton empfehlen, meistens Drehton genannt. Das macht einfach mehr Spaß und du musst dich am Anfang nicht zusätzlich mit dem kratzenden Ton beschäftigen. Wenn dein Schwerpunkt dagegen eher beim Aufbauen liegt, ist die Sache schon wieder ganz anders. Sobald Platten, Tonwürste oder größere Formen ins Spiel kommen, würde ich eher zu einem fein schamottierten Ton mit ungefähr 20% Schamotte greifen. Diese Tone verzeihen deutlich mehr. Spannungen werden reduziert, Risse treten seltener auf und wenn du einen Ton findest, der zementfein schamottiert ist, dann bekommst du fast eine
sehr gelungene Mischung. Der Schamotteanteil ist dabei nicht kleiner. Die Körnung ist einfach so fein, dass sie beim Drehen kaum stört. Das ist fast wie eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Man kann damit ordentlich aufbauen, aber auch noch gut an der Scheibe arbeiten. Weitere Möglichkeit ist, dieselbe Tonsorte gleich in mehreren Varianten zu kaufen. Schamottefrei zum Drehen und schamottiert für größere Aufbauarbeiten. Und so kannst du später je nach Technik entscheiden, welcher Ton gerade besser geeignet ist. Das Schöne daran ist, du musst die Entscheidung gar nicht für immer treffen. Mit jeder Erfahrung wirst du weitere Tone ausprobieren und vielleicht gefällt dir eine oder andere Farbe dann doch besser. Vielleicht harmoniert eine Glasur auf einem anderen Ton plötzlich viel schöner. Vielleicht entdeckst du Eigenschaften, die dir vorher gar nicht wichtig erschienen. Und irgendwann kommt vielleicht sogar der Moment, an dem du deine ganz persönliche Tonmasse suchst. Manche mischen dafür verschiedene Tone selber, andere lassen sich solche Wunschmischungen auch beim Hersteller direkt herstellen. Aber bis dahin reicht eine an sich gute Entscheidung eigentlich völlig aus. Such dir einen Ton, der zu deinem Ziel passt. Lern ihn kennen, arbeite eine Zeit lang bewusst nur mit ihm. Und erst wenn du einen Ton wirklich kennst, dann kannst du später beurteilen, warum ein anderer vielleicht besser zu dir passt.